Ja, ich stehe hier vor meinem Camper, dem Chanson V594S. Man hat zumindest ein bisschen was gemacht, wie man sieht. Ja, Wahnsinn, ne? Unterwegs zur Werkstatt zur Abholung meines Fiat Ducatos. Mit dem Rennfahrer hier, der hat den Korsalflug auch in 12 Parasett gemacht. Wir sind gespannt. Ah, da ist er, der Schlüssel. Wollen wir mal sehen, ob die eine Bombe da unter den Sitz gepackt haben? Wenn ich gleich den Schlüssel umdrehe, ich bin gespannt. Da steht er. Zumindest bis jetzt noch keine Bombe. Ja, da sitze ich wieder in meinem Fiat Ducato. Die erste Fahrt wieder sehr ungewohnt, weil bisher bin ich eben 4 Monate bin ich PKWs gefahren mit anderer Schaltung und jetzt wieder ein richtiges Auto, sage ich mal. Ich fahre Diesel sehr gerne, ich bin auch davor schon Dieselfahrzeuge gefahren, allerdings PKW. Schon ein bisschen ungewohnt, bin aber froh, dass mir eben Stellantis bzw. Fiat tatsächlich 4 Monate den Leihwagen bezahlt hat, denn die Mobilitätsgarantie von Fiat ist 30 Tage und anschließend, wie ich auf den anderen Videos gesagt habe, wäre eigentlich der Händler dran gewesen, mir ein Ersatzfahrzeug zu stellen. So bin ich froh, dass es eben noch vor Weihnachten geklappt hat. Habe ich auch nicht mehr dran geglaubt, als es dann hieß, Ersatzteile werden noch benötigt für den Einbau des Motors. Dachte ich, na gut, eine Woche, und als dann schon wieder kam, diese Ersatzteile sind nicht da, wir haben keinen Liefertermin. Da habe ich gedacht, okay, vergiss es. Die wollen echt die ganze Sache bis St. Nimmerleinstag durchziehen, bis ich vielleicht den Wagen wandle. Nun ist es anders gekommen und ich freue mich erstmal. Gleich gebe ich euch noch ein paar Informationen zu der Motorinstandsetzung, Garantie, was die Schadensursache letztendlich war und was kostet der Spaß euch, wenn ihr es selbst zu fixen hättet. Also keine Garantie, Motor im Eimer, was kostet das? Und worauf muss man dann achten, dass das möglichst dann nicht passiert? 5.628, bei 5.596 Kilometer war der Motorschaden. Das heißt, 32 Kilometer sind sie gefahren. Uff, 2 Länder, 4 Monate, 3 Werkstätten. So lang kann ein Garantiefall dauern. Leider. Gestern hat der Händler den Ladebooster ausgetauscht, der war defekt. Der Ladebooster ist dafür zuständig, Strom von der Starterbatterie auf die Aufbaubatterie zu laden. Auch nicht schön, dass der kaputt war. Aber jetzt ist der Camper vollständig repariert. Das Entscheidende natürlich der Motor. Ohne Motor kein Camping, kein Wohnmobil. Punkt. Wir haben alle daraus viel gelernt. Der Händler, Fiat selbst, ich und natürlich ihr. Und da will ich jetzt mal ein Resümee ziehen, einen kleinen Epilog, was ich daraus gelernt habe, was ihr davon mitnehmen könnt und was ich beim nächsten Mal anders machen würde und was du auch anders machen solltest bzw. vielleicht noch ergänzen solltest. Wenn du einen Schadensfall mit deinem Camper im Ausland hast und es handelt sich um einen Garantiefall, dann solltest du ihn nach Deutschland bringen. Denn es kann sein, wie im Fall Norwegen, dass die norwegischen Werkstätten vielleicht den Auftrag annehmen, aber möglicherweise eben nach deutschen Sätzen bezahlt werden und das ist ein Verlustgeschäft in Norwegen. Und so wurde ich halt mehr oder weniger abgewimmelt, aber mit dem Zeitfaktor. Das heißt, man hat mich mehr oder weniger da rausgeekelt aus der Werkstatt, bis ich selber eingesehen habe, dass ich eben den Camper besser nach Deutschland bringe und auch natürlich Fiat gesehen hat, das funktioniert so nicht. Man wollte ja nicht. Zuerst hieß es 2 Wochen, dann hieß es, man hätte erst nächsten Monat Zeit. In der nächsten Werkstatt sagte man, ja okay, auch das gleiche wieder, dann auch wieder Zeitverschiebung. Dann konnte man den Motor nach Norwegen liefern, aber dann behauptete man, ja, das wäre schlecht, weil vielleicht fehlen ja noch Teile. Auf der anderen Seite hat das ja auch wirklich gestimmt. Am Ende fehlten tatsächlich noch ein paar Teile in der deutschen Werkstatt. Da ging es natürlich ein bisschen schneller vonstatten, aber letztendlich hat die ganze Angelegenheit auch in Deutschland noch 2 Monate gedauert. Garantie bedeutet zwar, dass man vielleicht am Ende das bezahlt bekommt, aber es bedeutet nicht, das möglichst zeitnah erledigen zu lassen. Das musst du dann wahrscheinlich selber bezahlen. Und dann kommen wir mal zu den Kosten. Wie viel schätzt du, kostet der Einbau eines nagelneuen Motors in den Fiat Ducato? Fast 20.000 Euro. So, und jetzt musst du dir natürlich überlegen, wenn die Garantie abgelaufen ist, kannst du das bezahlen? Stell dir vor, du kaufst ein Fahrzeug 2,1 Jahre alt, Motorschaden. 20.000 Euro sind dann fällig für einen nagelneuen Motor. Austauschmotor
schätze ich da mal bei 15, vielleicht bei 12. Diese Summe solltest du haben oder du solltest eine Versicherung haben, eine Garantieerweiterung. Und genau diese hat mir tatsächlich Fiat aus Kulanz angeboten, die ich natürlich dankend angenommen habe. Das heißt, du kannst nach dem Ablauf der Garantie weitere Garantie bzw. weitere Jahre Garantiezeit bekommen. In meinem Fall hat man mir 24 Monate Anschlussgarantie geschenkt. Und dafür sage ich wirklich Danke. Das ist natürlich ein sehr gutes Gefühl, so eine Garantie zu haben und unbeschwert auch die folgenden Reisen starten zu können. Denn wie ich schon sagte, das ist ein Betrag, den wohl die meisten von uns nicht einfach so aufbringen können. Kredit aufnehmen oder sonstiges, da lohnt sich doch besser, diese Anschlussversicherung bzw. Garantie abzuschließen. Vom Händler muss ich sagen, war ich doch ziemlich enttäuscht, denn nach deutschem Recht, nach deutscher Gewährleistung, Garantie, wäre er von Anfang an für diese ganze Sache, die Abwicklung, die Kommunikation verantwortlich gewesen und hätte das für mich organisieren müssen. Das müsst ihr euch auch merken, wenn ihr selbst in einen solchen Fall geratet. Aber wie ihr gesehen habt, es funktioniert so nicht. Der Händler wollte von Anfang an die Verantwortung auf Fiat abwälzen. Gut, er hat selber keine Werkstatt, aber dennoch hätte er sich um die Organisation des Ganzen kümmern müssen. Und auch einschreiten müssen, als er gesehen hat, dass ich nicht zeitnah die Reparatur bekomme, hätte er auf seine Kosten den Wagen nach Deutschland bringen müssen und sich selbst da vor Ort ein Bild machen müssen, was mit dem Wagen zu tun sei. Denn er ist der Garantiegeber letztendlich. Stattdessen hat Fiat das Ganze übernommen. Mietwagen, Abtransport, Werkstatt, Kommunikation und natürlich auch den Händler gelegentlich informiert. Ja, das war doch ein bisschen enttäuschend, auch als ich wieder zu ihm kam, um eben den letzten Garantiepunkt, eben den Ladebooster, reparieren zu lassen. Da war nicht irgendwie ein großes Dankeschön oder so. Ich hatte angedeutet, dass ich gerne noch ein zweites Solarpanel anschließen möchte. Ein externes, was ich draußen aufstellen kann. Dazu wäre ein kleines Zusatzrelais notwendig. Da auf die Idee zu kommen, Kundenpflege, Kulanz, das einfach einzubauen und als Dankeschön für die ganze Arbeit, für die Stunden, die ich ihm abgenommen habe, den ganzen Ärger, nix. Daher kann ich ihn auch nicht wirklich weiterempfehlen. Tut mir leid. Meistens war ich eben derjenige, was eben nicht sein sollte, der die allerneuesten Informationen über den Stand der Reparatur, über den Ablauf des Mietwagens und so weiter hatte. Das bedeutet für dich, wenn du nicht gut telefonieren kannst, wenn du nicht kommunizieren kannst, wenn du vielleicht auch nur eine Sprache, nämlich deine Muttersprache, vielleicht Deutsch nur kannst, dann wird das in solchen Fällen äußerst schwierig. Der einzige Punkt, wo die Kommunikation reibungslos klappte, war ganz am Anfang in der ersten Minute, als ich meine Autoversicherung angerufen habe, die Krawak. Innerhalb von ein paar Sekunden war eigentlich schon der Abschleppwagen organisiert und ich dachte mir, dass es so weiterging. Aber ihr wisst ja selbst, wenn ihr die Serie gesehen habt, dieser Odyssee, was das bedeuten kann. Erstmal kommst du bei der Fiat Camper Assistance nicht weiter, bis sie sich da überhaupt ernst nehmen. Da muss das schon einige Eskalationsstufen nehmen, ansonsten wirst du schlicht hängen gelassen. Du musst auch bei den Werkstätten nachhaken, dass sie eben merken, da ist Druck hinter, da passiert irgendwas. Ansonsten kannst du, wie es schon passiert ist in Norwegen, jemand hat 9 Monate da gestanden mit seinem Fahrzeug, beziehungsweise musste wir nach Hause fliegen, um ihn dann 9 Monate später abzuholen, den Camper. Also du musst selber arbeiten, du musst selber dranbleiben, sonst mit größter Wahrscheinlichkeit passiert da nicht viel. Bei Garantie haben die meisten Leute keine Lust, was zu machen. Apropos Garantie, wie lange habe ich denn nun eigentlich Garantie? Ich denke, der Motor ist nagelneu, also müsste doch auf dem Motor auch wieder die volle Garantie von 2 Jahren sein, beziehungsweise die Gewährleistung. Garantie gibt es von Fiat tatsächlich auf den gesamten Wagen, also auf die Chassis plus Motor. Der Aufbau ist ja von Chanson. Der Wagen wurde gekauft von einem Händler. Das verkompliziert die ganze Geschichte etwas. Tatsächlich gibt eben Fiat auf das gesamte Chassis mit Motor, Fahrwerk und so weiter diese 2 Jahre Garantie, aber ohne, dass da irgendwas an den Bauteilen verändert wird. Das heißt, von Fiat bekomme ich nur die 1,5 Jahre, die jetzt weiterlaufen würden. Vom Händler tatsächlich müsste ich verlangen und habe ich auch verlangt, die 2 Jahre Garantie für den Motor neu. Nun kann man sich ja vorstellen, wie sich der Händler bisher verhalten hat, dass diese 2 Jahre Garantie für den neuen Motor von ihm wahrscheinlich nicht so getragen werden wollen und natürlich, wie das im Ernstfall dann wäre. Daher bin ich wirklich heilfroh, dass ich jetzt noch eine zweite Garantie, 24 Monate zusätzlich zu den 24 Monaten Gewährleistung bekomme von Fiat, dass der Wagen halt repariert wird.
Aber was war denn nun der Motorschaden? Das interessiert sicher die meisten von euch. Die ersten Prüfprotokolle besagten ja, dass eben die Nockenwelle gebrochen sei und Zylinder 1 außer Funktion bzw. keine Kompression. Jetzt hat sich herausgestellt, tatsächlich ist der Zahnriemen gerutscht. Der Zahnriemen befindet sich hier, genau dort, unter der Abdeckung. Der ganze Zahnriemen ist verkleidet, vermutlich um eben Steinschlag, Staub und sowas abzuhalten. Aber er ist kein Zahnriemen im Ölbad. Das haben ja einige fälschlich kommentiert und ich bin selber auf diesen Trip hereingefallen und deswegen auch nicht irgendwie ein ganz spezielles, gesondertes Öl dazu verwenden. Natürlich immer empfohlen, eigentlich das originale Öl von Fiat. Und das ist hier ein FCA-Motor. Tatsächlich laufen im Jumper und im Boxer und im Movano andere Motoren bis zum Jahr 2024. Seit dem Jahr 2025 ist die gesamte Stellantis Modellpalette, der Toyota Ace Pro, hier der Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und Opel Movano, alle mit diesem Motor 2,2 Liter, 140 PS ausgestattet. So, wir machen hier mal einen Direktvergleich. Das ist ein Opel Movano und der Motor, merkt es euch, der sieht genau so aus. Mit ölverschmierten Lappen. Ich glaube, meiner sieht tatsächlich ein bisschen anders aus. Luftfilter ist identisch, definitiv. Und das Problem ist halt an den Zahnriemen kommt man hier, ne, da hast du einen anderen Motor drin, glaube ich, ein ganz bisschen anders. Gucken wir mal bei meinem. Der sieht so aus. Bei mir ist merkwürdigerweise noch so ein extra Aufsatz hier oben drauf. Ja doch, ich habe tatsächlich einen anderen Motor als du. Das hier fehlt bei dir, glaube ich, komplett. Ja? Diese, ich weiß nicht, ob das Abgasluft, wahrscheinlich hat das mit der Abgasluft oder irgendwas zu tun. Ne? Hier zum Beispiel, ja. Also ich habe nach einer neueren Eco-Norm, das ist glaube ich ja 6 Plus und du hast wahrscheinlich dann, was hast du, auch 6? Ich habe keine Ahnung. Ey. Jedenfalls, man sieht, das Gehäuse ist absolut das gleiche, dieser Bereich, aber hier innen drin, dieses Teil, ich bin erstaunt, dass meiner wirklich anders aussieht als deiner, obwohl die gleiche PS-Zahl, gleiche Kubikzahl. Okay, haben wir was gelernt. Ein spanischer Kommentator, da müsst ihr mal schauen, unter den letzten Videos, da gibt es einen spanischen Kommentar, der hat jedenfalls das so beschrieben und das wirkte wirklich extrem authentisch. Und er ließ die Frage offen, hat man jetzt zwei verschiedene Motoren, 2,2 Liter, 140 PS getestet, eben in der PSA-Richtung, das heißt eben die französischen Autos, und hier im Ducato den FCA-Motor und ist letztendlich zum Schluss gekommen, dass mein havarierter Motor eigentlich der bessere Motor ist. Möglicherweise. Er könnte natürlich auch der billigere Motor sein. Allerdings, wenn man hier diese ganzen Anbau- und Aufbauteile sieht, vermute ich eher, dass dieser Motor etwas teurer ist, der FCA-Motor im Fiat Ducato, als die bisherigen im Movano und Jumper und Co. Wir sagen immer Wohnmobil und Campervan, aber der entscheidende Faktor ist eben der zweite Teil des Wortes jeweils. Das heißt, ohne Mobil, ohne Van, nichts campen, nichts wohnen. Das Ding muss laufen. Und das hoffe ich doch, dass es das jetzt tut. Aber leider ist eben die Ursache des Motorschadens immer noch nicht vollständig geklärt. Okay, die Nockenwelle ist gebrochen, der Zahnriemen ist gerutscht. Aber was heißt das? Möglicherweise hat was geklemmt, wie eben vermutet wurde von der KI, dass eben ein Ölkreislauf gestört ist, die Ölpumpe vielleicht defekt oder Späne im Ölkreislauf. Das heißt, der Motor hat ein bisschen gehangen, Kolbenfresser, und dadurch könnte irgendwann der Zahnriemen gerutscht sein. Der Zahnriemen ist wohl nicht die Ursache selbst, denn es gab ja mal eine Rückrufaktion von Fiat bzw. von den ganzen Stellantis-Fahrzeugen, wo eben ein falscher Zahnriemen verbaut wurde. Dieser Wagen, laut zumindest der VIN-Nummer, gehörte nicht dazu. Das heißt, hier war ein Zahnriemen verbaut, der eigentlich okay sein sollte. Er ist aber gerutscht. Warum? Das wird sich halt nicht herausfinden lassen. Ich habe, wie ihr wisst, jede Werkstatt nach ausführlichen Berichten gefragt, wenigstens nach dem OBD-Protokoll, nach einer Diagnose, die wirklich eindeutig ist, aber das ist Verschlusssache. Man ersetzt mir den Motor und alles Weitere kann ich vermutlich nur rausklagen, aber ich will es jetzt mal dabei belassen. Das heißt, der Motor ist kaputt gegangen, es wird es so dargestellt, dass es wahrscheinlich ein Einzelfall ist. Davon gibt es jetzt relativ viele, aber ihr kennt das ja schon mit dem Thema Einzelfälle. Dennoch
bin ich jetzt frohen Mutes, dass man, wenn man mir keine Bombe ins Fahrzeug gebaut hat, dieser Wagen bzw. dieser Motor wirklich richtig untersucht wurde, Qualitätssicherung gemacht hat, dass der Motor eben wirklich die nächste Zeit läuft. Da ist schon wieder das nächste Wohnmobil havariert. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Toller Spruch, wa? Was ich noch dringend empfehlen würde, aber das gilt ja für jedes Auto, ist ein regelmäßiger Ölwechsel. Das ist entscheidend. Und der Zahnriemen. Ich habe mal hier einen mitgebracht, das ist nicht der vom Ducato, aber der Zahnriemen, der muss regelmäßig gewechselt werden. Man hat gesehen, der Schaden hat auch mit dem Zahnriemen zu tun gehabt. Ob es der Zahnriemen selbst war, das wage ich doch zu bezweifeln, denn der Wagen war ja nagelneu, mehr oder weniger. Aber der Zahnriemen muss regelmäßig auch beim Ducato gewechselt werden. Und zwar gibt es da verwirrende Intervalle. Da steht einmal 144.000 Kilometer 6 Jahre, dann 144.000 Kilometer 5 Jahre und dann wiederum bei schwerer Belastung, was immer das heißen soll, 3 Jahre 60.000 Kilometer. Was ist schwere Belastung? Da sind sich die Experten auch nicht so ganz sicher. Baustellenfahrzeuge wahrscheinlich, die schwer beladen sind, und Wohnmobile zählen wohl auch dazu. Aber wie mir der Mechaniker in der Werkstatt sagte, zählt diese Größe nicht unbedingt zu der Wohnmobilkategorie, wo der Zahnriemen nach 60.000 Kilometern und 3 Jahre gewechselt werden sollte, sondern er sagte ganz klipp und klar, der Kastenwagen hier, der 5,41 Meter, L2 H2, der braucht einen Zahnriemenwechsel nach 144.000 Kilometern und 5 Jahren. Ich persönlich würde so einen Zahnriemen nur 100.000 Kilometer drauf lassen. Allerdings ist das auch eine Preisfrage. Denn bei einem Ducato kostet der Zahnriemenwechsel im Schnitt 1.500 €. Also das muss man sich wirklich dann im Vorfeld überlegen, ob man das dann wirklich alle 3 Jahre bei 60.000 Kilometer machen will oder eben später. Aber letztendlich bleibt das euch belassen, wie schwer das Auto auch belastet habt. Oder man nimmt halt ein anderes Fahrzeug und guckt, ob es da anders ist. Wie es beim Sprinter ist, wie es beim Ford Transit ist. Aber ich glaube, da ist es auch nicht so viel besser. Denn die Pannenstatistik, die kann man ja nicht wirklich direkt vergleichen, weil der meistgefahrene Camper ist nun mal der Ducato. Und logischerweise fällt dann höher aus. Man müsste also rechnen von den Wohnmobil-Ducatos, wie viel Prozent fallen da aus. Und dann wiederum von den Sprinter-Wohnmobilen, wie viel Prozent fallen da aus. Dann kann man wirklich vergleichen. Alles andere ist Quatsch. Was mir noch aufgefallen ist, man guckt hier dann sehr genau hin, wenn man mal so einen Schaden hat. Was sind eigentlich bevorzugte Lieferwagen in dieser Größe von anderen Firmen? Zum Beispiel bei Fahrzeugen, die wirklich laufen müssen. Bei der Post, bei Lieferservice, bei Speditionen eben. Da ist es tatsächlich der Iveco. Bis zum nächsten Video und vor allen Dingen gute Fahrt.